Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich fühlt sich unsere Zeit wie ein neues 1938 an. Ein großer, vielleicht globaler Konflikt scheint sich anzubahnen, jedoch die Masse ist blind, unsere Regierungen sind blind, es wird nichts dagegen unternommen, niemand setzt die Puzzleteile tatsächlich zusammen. Warum ich das denke und wie du dich und dein Vermögen in dieser Zeit schützen kannst, darüber wollen wir einmal in diesem Video sprechen. 1938, ja, das war ein schicksalhaftes Jahr für die Welt. Es gab hier weltweit verstreut diverse regionale Konflikte. Wir wissen, was Hitler in Europa gemacht hat. Er besetzte Teile der Tschechoslowakei. Italien war in Äthiopien, im damaligen Abyssinien aktiv und Japan machte Asien unsicher. Niemand setzte aber damals die Puzzleteile zusammen. Für die Elite, für die Regierungen und auch die angeblich aufgeweckten Bürger waren das kleine regionale Brandherde, kleine regionale Konflikte. Und dann ein Jahr später befanden wir uns in einem Weltkrieg und diese einzelnen regionalen Konflikte haben sich zu einem globalen Schlachtfeld zusammengefügt. Wenn ich mir die Welt heute anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass dies der damaligen Situation verblüffend ähnlich ist. Wir alle wissen, was in der Ukraine passiert. Dann gibt es diesen laufenden, langsam eskalierenden Konflikt im Mittleren Osten, Israel, Iran, Syrien, Libanon. Dann haben wir eine schwelende Krise zwischen China und Taiwan. Wie gesagt, momentan sind das alles einzelne Konflikte. Aber ich denke, wir können uns alle Szenarien vorstellen, wo diese Situation sehr schnell eskalieren kann und wo dann zum Beispiel hier die westliche Welt, die NATO, in einen Konflikt gezerrt wird. Wir wissen momentan zum Beispiel ja nicht, wie Russland hier in einem Konflikt zwischen Iran und Israel agieren würde. Ja, Russland und Iran sind verbündet, aber traditionell hat Russland auch Putin gute Beziehungen zu Israel. Wie würde sich Russland also verhalten? Und es spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle, wie du dich hier politisch positionierst, ob du jetzt ein Freund bist Putins oder nicht. Wie gesagt, diese Situationen haben das Potenzial zu eskalieren, außer Kontrolle zu geraten. Da drückt mal jemand auf den falschen Knopf sozusagen und dann ist das globale Desaster da. Unsere Politiker, sie reagieren heute so, wie sie 1938 auf Hitler reagiert haben. Wir wissen es ja, Großbritannien und Frankreich haben hier einen Vertrag unterzeichnet in München 1938, nachdem Hitler dort in die Tschechoslowakei einmarschiert war, weil sie nicht sehen konnten, dass hier möglicherweise ein globaler Konflikt in naher Zukunft droht. Der Chef der amerikanischen Bank JP Morgan Chase geht sogar so weit, dass er schon davon spricht, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat. In einer Ansprache, die er vor kurzem hielt, sagte er, dass die wirtschaftlichen Probleme, denen sich die Staaten gegenübersehen, sei es nun die Überschuldung, sei es nun hier Wirtschaftskrisen, Rezession, Arbeitslosigkeit, Pillepalle sind, in dem, was wir geopolitisch zu erwarten haben. Das ist Jamie Dimon, das ist kein Marc Friedrich, das ist kein Goldkettner, das ist kein Ernst Wolf, also keiner, der an Verschwörungstheorien glaubt. Ja. Man kann hier von Fug und Recht sagen, dass es wirklich jemand ist, der das Establishment repräsentiert. Und wenn er das so sagt, wenn er das so feststellt, ganz öffentlich, dass die Welt hier einer solchen Krise gegenübersteht, dann solltest vermutlich auch du dir Gedanken darüber machen. So, und das Wichtigste kommt jetzt. Du musst dir jetzt Gedanken darüber machen, bevor es zu spät ist. Gerade als Deutsche wissen wir ja aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Erfahrung unseres Volkes und unserer Geschichte, wie schnell es zu spät sein kann. Da gibt es sicherlich viele Beispiele, aber ich möchte heute mal ganz besonders zur sogenannten Reichsfluchtsteuer sprechen. Diese wurde 1931 eingeführt und ist im Grunde die alte Variante der Wegzugsteuer. Deutsche, die damals Deutschland verließen, mussten 25% ihres Vermögens an den Staat bezahlen. Die Nazis haben sofort diese Steuer dann extrem verschärft. Das heißt, es war im Grunde genommen dann unmöglich, das Land zu verlassen,
ohne dein gesamtes Vermögen oder einen Großteil deines Vermögens zu verlieren. Unter Konrad Adenauer 1953 wurde diese sogenannte Reichsfluchtsteuer abgeschafft. Man hielt sie für komplett unethisch damals, für unmoralisch, als nicht zu vertretbar. Aber diese guten Vorsätze haben nur 20 Jahre angehalten, denn 1973 wurde in Deutschland das Außensteuergesetz und damit auch die Wegzugsteuer wieder eingeführt. Und wenn du diesem Kanal folgst, dann weißt du es, sie wird ja in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Und das erst jetzt wieder. Zum 01.01.2025 zum Beispiel bist auch du von der Wegzugsteuer betroffen, wenn du in einen einzelnen ETF oder anderen Fonds 500.000 Euro über die Jahre insgesamt einbezahlt hast. Nun, ich möchte keinesfalls die EU oder Deutschland oder die deutsche Regierung hier mit den Nazis vergleichen oder hier in irgendeiner Weise suggerieren, dass die Situation so schlimm ist wie während der Nazizeit in den 30er Jahren. Nein, aber es sind ja, wie gesagt, immer langsame Entwicklungen. Das alles sind keine Dinge, die sich über Nacht ändern, sondern das geht so per Salamitaktik. Ja? Und hier sehen wir doch in etlichen Staaten, dass ähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Erst vor kurzem haben wir ein Video zu dem Thema veröffentlicht, dass Frankreich hier eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführen will. Holland will ebenfalls eine verschärfte Wegzugsteuer einführen. In Österreich gibt es schon eine Wegzugsteuer auf Privatvermögen. Also de facto ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten vieles passiert, um den Wegzug hier immer schwieriger zu machen. Aber dennoch muss man sagen, dass es keinesfalls so schlimm ist wie in den 30er Jahren. Das heißt, du kannst jetzt noch etwas machen. Du kannst dich jetzt wenigstens schon mal anfangen, vorzubereiten, dein Vermögen in Sicherheit zu bringen, Substanz im Ausland aufzubauen, einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsangehörigkeiten zu erwerben, Aufenthaltserlaubnisse zu bekommen außerhalb der EU, Banking außerhalb der EU zu etablieren, dein Gold, deine Edelmetalle außerhalb der EU zu lagern, sodass du dich hier auf den Fall eines Falles vorbereiten kannst, der ja nach Aussage von Persönlichkeiten wie Jamie Dimon auf jeden Fall ein Risiko ist, mit dem wir kalkulieren müssen. Denn nochmal, das ist die wichtigste Lektion, die wir aus der Geschichte lernen müssen. Du darfst den Zeitpunkt des Absprungs nicht verpassen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat schon Gorbatschow gesagt. Besonders schmerzlich mussten das ukrainische und russische Männer in den letzten Jahren erfahren, als sie auf einmal das Land nicht mehr verlassen konnten. Viele hatten sich schon im Vorfeld Wohnungen in Dubai besorgt und somit dort die Aufenthaltserlaubnis erworben. Sie konnten noch rechtzeitig gehen, aber als es zu spät war, war es zu spät. Du musst dich jetzt mit diesem Plan B auseinandersetzen. Du kannst davon ausgehen, wenn diese Krise erstmal richtig kocht, wird es extrem schwierig werden, irgendwelche Vorbereitungen zu ergreifen. Dann wollen ja alle Konten im Ausland eröffnen. Dann wollen alle Staatsbürgerschaften erwerben. Dann wollen alle Aufenthaltsbewilligungen erwerben. Das heißt, die Behörden werden in vielen Ländern komplett hier überwältigt werden von dem Andrang, genauso auch Banken und andere Finanzinstitutionen. Wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt. Ich möchte das Beispiel nur Singapur sagen. Dort hat man schrittweise die erforderliche Mindesteinlage, um dort ein Konto zu eröffnen, immer weiter erhöht, weil einfach der Andrang so groß war, dass man hier die ganzen Anträge nicht mehr bearbeiten konnte für neue Konten. Also hat man einfach gesagt, wir reduzieren unseren Arbeitsaufwand, indem wir hier die Mindesteinlage erhöhen und so können einfach immer weniger Menschen diesen Service nutzen. 1938 die Ruhe vor dem Sturm. Damals konnte man noch Maßnahmen ergreifen, obwohl, wie gesagt, in Deutschland war ja damals schon die verschärfte Reichsfluchtsteuer, die verschärfte Wegzugsteuer der Nazis in Kraft. Jeder Deutsche, der das Land verlassen wollte, musste hier mit einem Großteil seines Vermögens dafür bezahlen. So schlimm ist es Gott sei Dank bei uns noch nicht. Hier gibt es viele Lösungen, wie man mit den aktuellen steuerlichen Herausforderungen umgehen kann. Ende November 2024 veranstalten wir in Zürich unser Schweizer Taschenmesser Plan B Seminar. Dort werden wir dir 7 Werkzeuge an die Hand geben, wie du dich auf diese Krise mit einem Plan B vorbereiten kannst. Einer der Sprecher, die dort sein werden, ist der General außer Diensten Erich Warth. Er war lange Jahre der Berater der Kanzlerin Angela Merkel. Er hat Personen wie Putin selbst getroffen.
Er wird da sein, um deine Fragen zu beantworten, um dir seine Einschätzungen zu geben zur aktuellen geopolitischen Lage, zu Fragen wie zum Beispiel Wehrpflicht, was jetzt besonders wichtig ist. Er berät diesbezüglich Banken wie zum Beispiel JP Morgan Chase oder auch die UBS und andere große Schweizer und europäische Banken. Und bei unserem Seminar wird er anwesend sein, um deine Fragen zur geopolitischen Situation und den geopolitischen Risiken zu beantworten. Da hast du zum Beispiel Möglichkeit, ihn zu fragen, was er persönlich über Putin denkt. Er war schon in mehreren Meetings zusammen mit Merkel und hat Putin dort persönlich kennengelernt. Unser Seminar findet hinter verschlossenen Türen statt. Keine Medien, keine Aufzeichnungen. Das heißt, wir haben dort einen privaten Rahmen, wo man solche Dinge besprechen kann, die dann den Raum nicht verlassen. Das ist also eine einmalige Gelegenheit für dich. Link zum Seminar packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Daniel ist da, ich bin da. Wie gesagt, Erich Warth ist da. Andere interessante Sprecher werden auch kommen. Alle weiteren Infos auf der Webseite. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. So, nun bleibt mir nur zu sagen, wenn auch dich die Situation in unserer Welt beunruhigt und du dich konkret mit einem Plan B darauf vorbereiten willst, was da kommen möge, oder sogar schon einen Plan A hast, also schon weißt, nächstes Jahr will ich auswandern, da will ich das weiter tun, das System verlassen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen, wenn du es nicht zu unserem Event schaffst. Link zum Beratungsgespräch ebenfalls hier in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen Mandanten dabei, eine neue Existenz oder einen Plan B im Ausland aufzubauen, Vermögen zu schützen, Steuern zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.